大家好，今天我要启程，和我几个朋友一起去 Dolomiten， 做一个为期5天的一个 Wandernreise。今天正好也是 Oktoberfest 的第一天，和去年相比，今年的天确实很给面子。现在呢，我就准备去和我的朋友会合，他们从法兰克福那边来，那这边接我，然后我们直接就启程到意大利的 Dolomiten。Let's go！Leute, hinter mir ist der Eingang zu unserer Wohnung. Genau. Ja, hier ist das Auto. Wir parken es immer hier. Hier seht ihr unten. Da unten ist ein kleiner Garten. Dann seht ihr, hier ist ein Apfelbaum. Ja. Auf der Bank sind noch ein paar Äpfel da. Obwohl Innerchen ist es relativ klein, aber dafür gibt es eine Schule da. Heute Morgen habe ich schon gesehen, so Kinder gegen 7 Uhr, halb 8. Ja, Bildung ist immer wichtig. Jetzt sind ja schon mittlerweile in der Off-Season, von daher ist da nicht so viel los. Aber ich kann so mir vorstellen, im Sommer ist hier bestimmt ganz chillig, ne? Mit tollem Wetter. Einfach auf der Bank sitzen und ein Bierchen trinken. Ja, einen schönen Ausblick zum Mountain. Hier ist auch eine Bushaltestelle. Ja, der Bus fährt ja zum Nachbarort. Weil hier in der Gegend gibt es eigentlich gar nichts. Nur ein ganz kleines Supermarkt. Das war's. So Restaurants, so ein bisschen so Abendleben haben. Da muss man schon zum Nachbarort fahren mit dem Auto oder halt mit dem Bus. Also hier ist eigentlich der Haupteingang. Ja, diese Hütte heißt Gruppenhof. Auf der 3. Etage übernachten wir. Ich stehe gerade im Balkon und so sieht unsere Wohnung aus. Die ganze Wohnung gehört uns. Hier ist eigentlich ein Wohnzimmer plus Küche. Ja, aber daraus haben die auch ein Schlafzimmer gemacht. Hier ist ein Bett, Sofabett. Und hier schauen wir ob Vitali nackt ist. Ne, hier ist er nicht nackt. Hier ist ein anderes Schlafzimmer. Also kalt ist er nicht hier. Schön. War dein Fenster geschlossen? Ja, natürlich, Alter. Eure auch, oder? Nee, das hat Player erst vor. Ah, okay. War es nicht so kalt für euch? War es nicht so kalt für euch? Wie ihr gehört habt, die Verrückten, die schlafen bei solchen Temperaturen mit halb offenen Fenster. Tja, jeder hat eigenen Geschmack und Weg. Kommentiere ich nicht. Ja, so ist es. Ich glaube, wir zahlen ja zu dritt für 4 Nächte insgesamt 500 Euro. Ja, geht eigentlich. Und das ist mein Kollege hier. Ja, Vitali. Genau. 30 Jahre alt. 30 Jahre alt? Noch nicht? Doch. Bist du geworden? Wir haben zusammen gefeiert. Ach, stimmt. Und Vitali, wie hast du geschlafen? Nicht so gut irgendwie. Nicht so gut? Nee, keine Ahnung. Ich habe gestern Bin ständig aufgewacht. gar nicht geschlafen.
Ja? Gar nicht so schlecht. Also bei mir war auch schon, keine Ahnung. Irgendwie, ja. Konnte ich einfach nicht Irgendwas schlafen. stimmte nicht, keine Ahnung. Ich war so, dass es, wenn das so tiefste Schlafniveau ist, ich war ganz oben. Ja, ich war auch gar nicht so. Also, gar nicht. Weißt du? Ja. Okay, dann bin ich ja nicht alleine. Ich dachte, ich leide an Schlafstörungen. Heute unser Ziel ist die Drei Ziele. Ein sehr berühmtes Ort im Alpen. Ein sehr schöner Ort, wo auch sehr in Filmen so benutzt sind. Zum Beispiel ich glaube, das beim deutschen Film heißt Honig im Kopf. Da ist eine Szene drin. Und ja, gleich gehen wir los. Also, ciao, ciao. Wir wollten ursprünglich mit dem Auto erstmal zum Auronzo Hütte und dann wandern anfangen. Aber wir haben die Lage geschätzt, da sind halt sehr viele Autos. Deswegen, wir wissen nicht, wann wir überhaupt da oben ankommen, beziehungsweise ob wir einen Parkplatz überhaupt finden. Deswegen haben wir uns entschieden, von unten zu packen und einfach zu Fuß hoch zu laufen. Der Vitali hat ein bisschen Bauchschmerzen gehabt, weil bis zum Auronzo Hütte ist noch knapp 2 Stunden Weg und von Auronzo Hütte sind noch ein Stück bis zum 3 Zinnen. Von daher, aber wir sind noch alle jung und wild. Schaffen wir es bestimmt. Genau. Also, los geht's. Seht ihr, Schweiß auf mir aus dem Cappy. So einfach ist es ja nicht, ne? Ja, weiter geht's. So, ein starkes Stück haben wir erstmal hinter uns. Da seht ihr die Hütte. Auronzo Hütte. Aber 13 sieht man immer noch nicht. 13? Das wäre so einfach, Digi. Nebel dahinter sind die. Das wäre zu einfach, die beste Landschaft so leicht zu kriegen, oder? Ja. Man spürt im Gebirge, die Luft ist auch anders als eine Stadtluft. Also ich glaube, das bereinigt die Lungen und so. Deswegen gehen die Leute in Bayern, in Tirol, in Norditalien so gern wandern im Gebirge, dass man mit Natur united ist, sozusagen. Natürlich ist auch gesund, sportlich. Ja, wir sind ja momentan fast auf 2300 ungefähr. Man spürt, dass es ein bisschen schon kälter geworden ist. Ja. Aber gehen wir noch weiter. Ja.
interessant zu sehen, so unterschiedlichen Schichten von dem Steine. Das sind wahrscheinlich von unterschiedlichen Zeitära, 1000 Jahre, 2000 Jahre. Wie ihr seht, der Weg gerade ist momentan ein bisschen tricky. Ja, der Weg ist nicht ohne. Auf der linken Seite ist direkt Abgrund. Ja. Wie ihr seht, ja. Ja, muss man konzentrieren. Da sind die Weide. Alter, der Vitali hat uns zu einem Weg geführt, wo ja gleich das Ende ist. Ich meine Ende meines Lebens, Alter. Schau dir mal an. Der Weg da ist sowas von schmal und nicht mal so gerade Ebene. Das ist so schräg zum Abgrund. Das gehen wir nicht weiter. Wir nehmen einen anderen Weg. Ja, schau dir jetzt an. Ja, ist der Wahnsinn. Ich stehe gerade so, lehne an der Seite hier. Ja, nee, das machen wir nicht. Machen wir weiter. Nehmen wir einen anderen Weg. Vitali, was hast du uns angetan? Sag mal, was ist deine Absicht hier? Willst du uns... Oh. Das Leben mehr, Nicht mal in Mitte hier. das Leben mehr zu schätzen. Das ist ein guter Punkt. Das schätze ich erstmal, wenn das vorbei ist. Ja, wer schon. Ja, ihr schon. Unsere Beine haben gezittert. Das sagen wir ehrlich. Schon, ne? Deine auch? Noch nicht gezittert. Ich brauche meine Beine jetzt stark, um nicht zu zittern. Alter. Nur mit dir, Vitali. Das Leben wird langweilig ohne dich. Ja. Wie ihr seht, wir sind auf der vorderen Seite der 3 Zinnen. Es ist wirklich der Wahnsinn hier. Es ist sehr schön. Ja. Wir fahren jetzt weiter. Wir gehen jetzt weiter zu den 3 Zinnenhütte. Ja, gehen weiter. Wahrscheinlich kann ich hier auch eine Treppe wieder hochgehen. Aber ohne Bergschuhe muss man
direkt Schuhe wechseln. Wie ihr seht. Oh, ob ich weiß. Ich weiß gerade nicht, wohin der Weg führt. Ja, bin gespannt, wie das alles ist. Gibt es hier Toilette, wie ihr seht. So, jetzt weiter. Ach so, hier sind Unterkunft. Oh, okay. Los. Hier sind tatsächlich Unterkunft. Da sind Bette. Ich weiß nicht, ob ihr seht. Bette sind hier. Ah, okay. Das Bett. Bequem. Ja, das ist eigentlich gut, ne? Bisschen kann man eine Nacht hier oben übernachten. Nicht das bequemste, aber es ist immer ein Erlebnis. Toll. Ja, die Jungs wollen sich ein bisschen, ja, Selfie machen. Komm, geht's ein bisschen näher, Lennart. Ja, Jungs. Hat sich der ganztägige Wanderung gelohnt, oder? Ja, auf jeden Fall. Echt schön hier. Das ist irgendwie so habe ich so ungefähr jeder Sekunde sieht er ein bisschen anders aus. Manchmal mit was bewirkt. Ja, genau. Manchmal weniger. So, ne? Es wäre echt ja nicht schlecht, irgendwie so hier eine Nacht so übernachten und einfach so. Mal zu gucken. Ja. Sonnenaufgang zu sehen. Ja, genau. Unterschiedliche Licht. Farbenlicht, ja. Ja, Drohne ist verboten, Alter. Wir sind ja gerade wie Deutsche. Nee, kein Problem, alles gut. Ich filme gerade uns. Ja. Naja, so ist es. Ne? Sehr schön. Herrliche Landschaft. Ja. So, heute hat es sich gelohnt, rentiert, der ganze Aufwand, viel Schweiß. Noch eine Wanderung. Ja, das ist nur, das ist der Höhepunkt, jetzt geht er bergab jetzt. Also. Ja, so ist es. Wir haben gerade so, hört ihr gerade? Wir dachten am Anfang, das ist Vogel oder sowas. Aber hört ihr, sind diese komischen Tiere, die gerade stehen? Ja, ich brauche meine Brille. Ja, also krass. Ich weiß nicht, kommen wir ein bisschen ran? Oder wollen wir das Tier nicht stören? Ah, ich würde lieber nicht so. Weißt du? Ich probiere mal, wie nah ich rankomme. Ja. So, ich probiere mal jetzt ein bisschen ranzukommen. Ja, meinst du? Ich hab euch doch. Hi. Oh, die haben so ein Loch am Boot, die können da reingehen. Hi. Oh, die sind weg. Da ist ja wieder ein, seht ihr? Da, ja. Hi. Keine Angst. Nicht mitnehmen, Aber langsam. Ja, langsam. Hi. Die haben echt so überall hier Löcher gebaut. Krass. Ah, da ist eins. Da. Schau. Rechts. Hi. Wir machen nichts. Oh. Die sind weg. Schade. Uiuiui, hallo, hallochen. Hi. Hi. Hi, sorry, dass wir dich stören. Können ein bisschen näher kommen?
Hey, du bist aber süß. Du bist aber sehr süß. Ja, Leute, ich sag's euch, Rückweg, so einfach ist es auch nicht. So, seht ihr, der Weg ist halt super steinig und manchmal muss wieder Berg hoch gehen und wieder Berg runter. So wie das Leben ist Achterbahn. Also haben wir einen schönen Ausblick gesehen. Dafür kostet es was. Und vor allem machen wir ein Rennen mit der Zeit, weil einfach in knapp 1,5 Stunden wieder dunkel. Und glaub mir, keiner würde gern in der Dunkelheit und der Beleuchtung diesen Weg laufen. Also von daher müssen wir uns ein bisschen beeilen. So, Abmarsch, weiter. Haben wir auf dem Weg zufällig andere Wanderlustige, oder wie das mal heißt, gesehen, kennengelernt. Und eine Goldie gehe ich davon aus. So ist Wandern, ne? Berg voller Überraschungen hier. Seht ihr, der Hund hat sehr gute Ausdauer und hopft ja noch. Also von daher sind wir Menschen von der Beweglichkeit her eher, wie heißt es, secondary. Aber ich finde persönlich, also Leute, also vor allem wandern oder am Strand, wenn ich Leute mit Hunde sehen, da hat schon was, also andere Vibe, und finde ich ja super majestätisch, sagt man so. Aber ich bin ja Hundtyp, aber leider habe ich keinen Bock auf Gassi zu gehen und deswegen habe ich auch keinen Hund gehabt bis jetzt. Aber ich bin ein Hundetyp, nicht Katzentyp, nicht wie der Vitali. Der Vitali ist eher ein Katzentyp. Ja. Anscheinend wurde er mal, als er klein war, von einem Hund gebissen und er erschrocken, hat er mir mal erzählt. Seitdem Hundhasser. Der Goldie da vorne hat auch gespült, also Golden Retriever. Deswegen ist er immer weggelaufen von Vitali. Nee, das war das natürlich nur Spaß. Du und ich. Hallo, hier bin ich, mit der Hund hier. Leute, gerade haben wir uns auf dem Weg eine sehr nette Dame kennengelernt. Und zum Glück haben wir sie kennengelernt, weil wir haben unser Auto ganz unten gepackt. Ja, und da brauchen wir mindestens noch, nachdem es dunkel ist, noch eine Stunde. Hätten wir nicht geschafft. Deswegen war sie sehr nett, hat uns angeboten, mit ihr zusammenzufahren. Allerdings ist das eine Mini, relativ klein, und er hat eine riesige Golden Retriever dabei. Also quasi war ich ja mit ihm auf dem Beifahrersitz. Genau, und ich habe so Hundehaare im Mund gekriegt und ja, seine Beine, Hände, wie das heißt, habe schon vergessen. Wie heißt nochmal, Lennart? Wer? Der Händler von den Hunden.
Pfote. Pfote? Die Pfote. Pfote, ja, genau. In Ja, der Pfote hat mich richtig gerade in die Hose die Hose. Ja, in die Hose, ja. Hat schon ein bisschen wehgetan. Aber naja, muss man für alles zahlen. Von daher, wir sind angekommen und dann fahren wir jetzt nach Hause. Uff.